verteilt. Die britische Post privat. Ostberlin. Vor der Volkskammer der DDR spricht in der Haushaltsdebatte Ministerpräsident Willi Stoph. Wir begrüßen die zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten von Amerika getroffene Vereinbarung, neue Verhandlungen mit dem Ziel aufzunehmen, gegenseitig akzeptable Vereinbarungen zu den die Nuklear- und Weltraumwaffen betreffenden Fragen zu erreichen. Es wäre an der Zeit, dass den Worten des wiedergewählten Präsidenten der USA, mit denen er das Interesse an der Erhaltung des Friedens zum Ausdruck brachte, jetzt endlich Taten folgen. Guten Abend, liebe Zuschauer. Die Sprache der Politiker in der DDR ist manchmal etwas geschraubt. Aber eines ist aus der Rede Willi Stophs heute schon klar geworden. West und Ost hoffen auf einen Erfolg der neu vereinbarten Abrüstungsverhandlungen. In diesem Sinne haben sich auch Präsident Reagan und Bundeskanzler Kohl heute Abend in Washington geäußert. Reagan und Kohl haben gemeinsame Leitlinien für die Verhandlungen mit Moskau entworfen, in denen sie sich direkt an die Sowjetunion wenden. Darin heißt es, der Bundeskanzler und der Präsident appellieren an die Sowjetunion, sich an verstärkten Bemühungen zu beteiligen, um die Ost-West-Beziehungen zu verbessern, der Rüstungskontrolle einen neuen Impuls zu geben und ein konstruktives, stabiles Verhältnis auf einer möglichst niedrigen Rüstungsniveau zu schaffen. Andererseits wird in dieser Erklärung betont, dass die Wirkung der NATO erhalten bleiben müsse. Im Hinblick auf den künftigen Erfolg der Abrüstungsverhandlungen sei es unerlässlich, dass die NATO die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Europa fortsetzt. Aus Washington berichtet Peter Elgart. Aufmarsch der Ehrengarde vor dem Weißen Haus, das übliche Zeremoniell bei Arbeitsbesuchen in Washington. Den Bundeskanzler erwartete ein dicht gedrängtes Programm. 4 Spitzenbegegnungen innerhalb weniger Stunden mit Arbeitsfrühstück, Arbeitsessen und mehreren Pressekonferenzen. Und ebenso umfangreich war die Liste der Gesprächsthemen: Rüstungskontrolle, Ost-West-Beziehungen, Bündnisfragen und neu hinzugekommen der amerikanische Einfuhrstopp für europäische Stahlröhren. Viel Stoff für einen knappen Arbeitstag und kaum Zeit, die einzelnen Probleme im Detail zu erörtern. Aber Gelegenheit, die nahtlose Übereinstimmung zwischen Washington und Bonn hervorzuheben. Ich habe Kanzler Kohl unsere Unterstützung zugesagt, die Trennung der beiden deutschen Staaten zu erleichtern. Das enge Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und den USA stärkt die Möglichkeiten, bessere Ost-West-Beziehungen zu erreichen. Das zeigt sich besonders in unseren erfolgreichen Bemühungen, den NATO-Doppelbeschluss auszuführen, also echte Abrüstungsvereinbarungen zu suchen und gleichzeitig unsere Verteidigung zu modernisieren. Mein heutiges Gespräch mit Ihnen, verehrter Herr Präsident, lieber Freund, sind wie immer unsere Gespräche intensiv, eng und vertrauensvoll verlaufen. Der Bundesregierung kam es vor allem darauf an, in einer Zeit, in der die Amerikaner wichtige außenpolitische Positionen neu formulieren, vor Ort Flagge zu zeigen und auf die speziellen Interessen der Deutschen hinzuweisen. So drängte der Kanzler den Bündnispartner, Bonn im Falle konkreter Abrüstungsverhandlungen durch ständige Konsultationen in den Ost-West-Dialog mit einzubeziehen. Dafür könnten die Amerikaner weiter mit der festen Haltung der Bundesregierung bei der Aufstellung der Mittelstreckenraketen in Europa rechnen. Was kann die Bundesregierung dazu beitragen, dass aus den Gesprächen in Genf ein konstruktiver Dialog wird? Nun, die Tatsache, dass es jetzt zu diesen Gesprächen wiederkommt, allen Prophezeiungen vor einem Jahr aus Anlass der Stationierung der Mittelstreckenwaffen in der Bundesrepublik Deutschland zum Trotz, zeigt ja, dass die Politik richtig war, dass der Kurs richtig ist und dass das, was ich vor einem Jahr sagte, jetzt eintrifft.
nämlich dass wenn wir gemeinsam im Westen unsere Position vertreten, solidarisch untereinander, wenn wir Geduld haben, wenn wir nicht aufgeregt der Sowjetunion gegenübertreten, sondern mit Ruhe, mit Bestimmtheit, aber auch mit Geduld und vernünftigem Verständnis für die Bedürfnisse der Sowjetunion, dann wird sich das Tor öffnen zur Verhandlung. Und das ist jetzt der Fall. Zurück in die Bundesrepublik. Viele Städte und Gemeinden, liebe Zuschauer, machen sich zurzeit Gedanken über eine Reform der Müllbeseitigung. Denn es hat sich doch die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Gefahr, die Menschheit könnte eines Tages in ihrem eigenen Müll ersticken, nicht ganz aus der Luft gegriffen ist. Und dass es die allerbeste Lösung wäre, Müll gar nicht erst entstehen zu lassen. Also nicht gleich alles in die Tonne werfen, sondern aussortieren, vieles lässt sich noch verwenden. Eine Art Modellaktion ist in Hamburg-Bergedorf vorbereitet worden. Morgen soll dort ein ganz neues Müllbewusstsein Platz greifen. Politikunterricht in einer 8. Klasse der Gesamtschule Bergedorf. Es geht um ein Stück Kommunalpolitik zum Anfassen. Es geht um den Kunststoff im Müll. Guckt mal einen Tag lang in den Mülleimer zu Hause, hatte der Lehrer gesagt, und bringt alle Verpackungen mit, die sich darin angesammelt haben. Das war eine ganze Menge. Die Schüler schleppten rund 130 Teile an. 42 davon, also ein knappes Drittel, waren aus Kunststoff. Den 14- bis 15-Jährigen wird erklärt, warum diese Sorte Müll in vielen Fällen umweltschädigend ist und weshalb man das Plastikzeug besser getrennt sammeln und wiederverwerten sollte. Für die Jungen Unterricht, für die Alten ein Merkblatt mit Abbildung. Darin steht, was kommt in die Tüte und was kommt nicht rein. Die Hamburger Baubehörde ließ in den letzten Tagen die extra Müllsäcke verteilen. Rund 4.000 der insgesamt 41.000 Bergedorfer Haushalte wurden zunächst für diese Aktion ausgesucht. Einmal pro Woche soll der Bürger ab 1. Dezember seinen Plastikmüll loswerden. Die Stadtreinigung holt die Säcke vom Straßenrand wieder ab. Das Ganze ist gebührenfrei. Ohne die Bürger läuft nichts bei diesem Schritt weg von der traditionellen Abfallbeseitigung hin zur Abfallwirtschaft, so der Energiesenator. Aber lassen sich überhaupt die Erkenntnisse aus der Kunststoffsammlung in den 7 Bergedorfer Versuchssiedlungen mit seinen Einzelhäusern auf die Millionenstadt Hamburg übertragen? Senator Kubier. In Bergedorf gehen wir einen ersten Schritt. Wir wollen lernen, ob dieser Versuch sinnvoll ist, um dann, wenn er erfolgreich ist, ihn auszudehnen auf ganz Bergedorf und von Bergedorf dann weiter auf alle anderen Stadtgebiete. Kann man nicht den Hebel ein bisschen eher ansetzen? Das heißt, kann man nicht irgendwie verhindern, dass überhaupt so viele Kunststoffverpackungen anfallen? Das scheint mir zwingend erforderlich zu sein. Aufgefordert ist deswegen in erster Linie der Bundesgesetzgeber. Hamburg wird eine entsprechende Initiative im Bundesrat einleiten, mit dem Ziel, dass einmal PVC in der Kunststoffherstellung völlig verboten wird, weil PVC der vermutliche Verursacher für Dioxinbildung bei den Verbrennungen ist. Und zum Zweiten aber auch, dass die Herstellung von Kunststoffen vereinheitlicht wird, damit ihre Wiederverwertung, das Recycling, vereinfacht wird. Und schließlich eine Verpackungssteuer zu erheben, damit die aufwendige Form der Getrenntsammlung und der Beseitigung auch tatsächlich kostenmäßig da landet, wo sie hingehört, bei den Verursachern, das heißt bei der Verpackung selber. Vermeiden wäre das Beste. Nur wie? Als vorläufige Ersatzlösung schlagen Abfallwirtschaftler bessere Müllverbrennungsanlagen vor. Andere Öfen, andere Filter. Das sei zwar auch nicht gerade billig, wird eingeräumt, aber auch so könnten die hochgiftigen Dioxine aus dem Rauchgas verschwinden. Und das sei ja schließlich eines der Ziele der getrennten Müllsammlung. Und hier der Nachrichtenüberblick.